Kapitel 1: Rechtliche Grundlagen, die Anatomie der Trennung. Apartheid, ein Wort, das mich sofort an Südafrika denken lässt, an Rassentrennung, Unterdrückung und den Kampf Nelson Mandelas. Aber viele verbinden Apartheid heute das hier. Haben Sie recht? Auf den ersten Blick ja, denn hinter dem Wort Apartheid steckt der Begriff Getrenntheit. Eine Regierung nutzt juristische Werkzeuge, um eine Bevölkerungsgruppe, meist eine Minderheit, von einer anderen zu trennen und zu kontrollieren. Das ist natürlich keine südafrikanische Erfindung. Wer meinen Kanal kennt, hat hoffentlich gelernt, dass die Nazis ein perfides System errichteten, in dem die jüdische Bevölkerung aus jedem Bereich des öffentlichen Lebens ausgeschlossen und bis tief hinein in ihr Privatleben kontrolliert wurde. Doch es geht auch noch früher mit den Jim Crow-Gesetzen in den USA. Sie etablierten ebenfalls eine Trennung von schwarzer und weißer Bevölkerung, wie in Südafrika. Und es scheint so, als wären die Israelis auf einen ähnlich falschen Weg abgebogen. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte diese Beispiele ganz und gar nicht gleichsetzen. Alle sind auf ihre eigene Art bedenklich und haben unterschiedlich schwere Auswirkungen für den Einzelnen. Aber es lassen sich Muster und Gemeinsamkeiten erkennen. Und gerade Israel ist ein spannender Fall, denn hier sind die Gesetze leider noch nicht abgeschafft und die politische Stimmung hat sogar das Potenzial, in eine noch schlimmere, ähnliche Richtung zu gehen wie die Beispiele aus der Vergangenheit. Doch beginnen wir mit den historischen Beispielen. Die Separate but Equal Lüge, Jim Crow in den USA. Unsere erste Station, der Süden der USA. Ende des 19. Jahrhunderts. Nach einem blutigen Bürgerkrieg ist die Sklaverei offiziell auch in den Südstaaten abgeschafft. Aber die weiße Vorherrschaft soll dort zementiert werden. Das rechtliche Feigenblatt dafür liefert der oberste Gerichtshof 1896 mit der Doktrin Separate but Equal, getrennt aber gleich. Es hätte ehrlicher Separate and Unequal heißen sollen, denn diese Gleichheit war eine Farce. Es ging um totale Trennung, in Zügen, in Schulen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Ja, selbst auf Toiletten gab es Rassentrennung. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, weil ich nicht dabei war, aber ich bin mir relativ sicher, dass es im Dritten Reich keine Trennung zwischen Toiletten für Arier und Juden gab. In Georgia gab es sogar getrennte Friedhöfe. In Alabama immerhin nur getrennte Toiletten für Fabrikarbeiter. In vielen Staaten gab es ein Verbot der Heirat zwischen Schwarzen und Weißen. Kommt euch sicher bekannt vor. Möglicherweise ein Vorbild für die Nürnberger Rassegesetze. Und in Birmingham? Hier gab es ein besonders absurdes Gesetz. Schwarzen und Weißen war es verboten, gemeinsam Domino zu spielen. Ihr fragt euch sicher, warum die schwarze Bevölkerung in den USA nicht früher und stärker rebelliert hat. Wie immer gibt es zwei Wege, eine solche Ungleichheit durchzusetzen, mit Terror und Gewalt auf der einen Seite und dem systematischen Ausschluss von Aufstiegschancen und politischer Teilhabe auf der anderen Seite. Die Lynchmorde und Gewalt des Ku Klux Klans und generell der weißen südamerikanischen Gesellschaft wurden eindrücklich auf Fotos, die die Täter sogar stolz selbst aufnahmen und zum Teil als Postkarten verschickten, dokumentiert. Besonders eindrücklich ist der Song Strange Feuds von Nina Simone, den ich euch nur empfehlen kann. Er ist auf seine ganz eigene Art berührend und verstörend. Southern trees bearing strange fruit, blood on the leaves and blood at the roots, black bodies swinging in the southern breeze. Here is a fruit for the crows to pluck, for the sun to rock. Here is a strange and bitter cry. Das im 15. Verfassungszusatz verankerte Wahlrecht für schwarze Männer wurde in den Südstaaten durch 3 Maßnahmen faktisch außer Kraft gesetzt. Denn traurigerweise hatten die weißen Rassisten von damals dieselben Ängste wie heutige Rassisten, überrollt und ersetzt zu werden. Durch den blühenden Sklavenhandel hatten sich die Rassisten zur eigenen Minderheit im Land gemacht. Es gab weitaus mehr schwarze als weiße Bürger in den Südstaaten. Und das hätte das politische Machtgefüge zugunsten der Colored People verschieben können. So etwas durfte man natürlich nicht zulassen. So nutzte man Poll Taxes, Kopfsteuern, Literacy-Tests
Alphabetisierungstests und die sogenannte Großvaterklausel Grandfather Clause. Doch was steckt hinter diesen 3 Maßnahmen? Man baute mit hohen Steuern, die als Voraussetzung für eine Stimmabgabe galten, eine unsichtbare Hürde auf, denn viele Schwarze zählten zu ärmeren Bevölkerungsschichten. In willkürlichen Tests wurde die Lese- und Schreibfähigkeit als Voraussetzung für die Stimmabgabe genutzt. Doch viele dieser Tests waren diskriminierend und stellten sicher, dass auch das richtige Ergebnis herauskam. Weiße fielen nicht durch, weil sie einfache Texte erhielten, während es Schwarzen mit komplexen juristischen Texten und obskuren Testfragen schwieriger gemacht wurde, den Test zu bestehen. Um dann doch noch sicherzustellen, dass möglichst viele weiße Amerikaner wählen konnten, denn die armen Amerikaner waren, zumindest wenn sie weiß waren, ja häufig auch Rassisten, wurde mit der Großvaterklausel eine Ausnahme von den 2 oberen Regeln ermöglicht. Wenn Vater oder Großvater vor 1867 schon wahlberechtigt waren, durftest auch du wählen gehen. Nicht zufällig wurde das Jahr gewählt, in dem die Nordstaaten die Südstaaten nach dem Bürgerkrieg zwangen, das Wahlrecht für Schwarze anzuerkennen. Sonst wäre womöglich noch ein Schwarzer auf die Idee gekommen, die Großvaterklausel für sich zu beanspruchen. Die Wirkung dieser Maßnahmen war verheerend. In Louisiana beispielsweise sank der Anteil der registrierten schwarzen Wähler von rund 45% im Jahr 1896 auf nur noch 4% im Jahr 1900. Bis 1940 waren im Süden nur etwa 3% der wahlberechtigten Afroamerikaner als Wähler registriert. Auch die wirtschaftliche Ausbeutung erschwerte eine Auflehnung oder den Aufstieg der schwarzen Bevölkerung innerhalb der Gesellschaft der Südstaaten. Hier gab es 2 Systeme, das Sharecropping und Convict Leasing. Sharecropping war ein Erbe der Sklaverei, als die Colored People noch unentgeltlich auf den Plantagen der Weißen arbeiten mussten. Das wurde durch ein noch perfideres, aber gesetzeskonformes System abgelöst. Der Schuldknechtschaft. Auf dem Papier konnten die ehemaligen Sklaven das Land für sich selbst bewirtschaften, mit einem kleinen Makel. Sharecropper mussten ihr Land von weißen Grundbesitzern pachten und zahlten ihre Pacht mit einem erheblichen Teil ihrer Ernte, oft 50%. Zudem waren sie gezwungen, Saatgut, Werkzeuge und Lebensmittel auf Kredit beim Grundbesitzer oder einem von ihm betriebenen Laden zu kaufen, oft zu überhöhten Preisen und Wucherzinsen. Durch die Schulden beim Pächter entstand ein Abhängigkeitsverhältnis, das es dem Schuldknecht unmöglich machte, wirtschaftlich unabhängig zu werden, wie im Mittelalter. Das Convict Leasing ist so obskur, wie es sich anhört. Tatsächlich wurden hier Straftäter an Betriebe ausgeliehen. Vage Gesetze gegen Landstreicherei wurden genutzt, um schwarze Männer wegen geringfügiger Vergehen festzunehmen und zu verurteilen. Anstatt sie in ein Gefängnis zu bringen, wurden die vermeintlichen Verbrecher als Zwangsarbeiter an private Unternehmen wie Minen, Plantagen oder Eisenbahngesellschaften vermietet. Dieses System war extrem brutal und eine neue Form der Versklavung. Auch das mag eine Blaupause für die Nazis geliefert haben, die in Polizeiaktionen und Razzien wie der Aktion Arbeitsscheu, über die hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, missliebige Bevölkerungsschichten wie Obdachlose, Arbeitslose und Sinti und Roma ins Visier nahm. Sie verhaftete und anschließend in Konzentrationslager einwies, wo sie wie die Juden als Arbeitssklaven der SS benutzt wurden. Kapitel 2: Die Mehrheit wird zur Minderheit gemacht. Apartheid in Südafrika. Während die Jim Crow-Gesetze ein Mosaik aus lokalen und staatlichen Regeln waren, hat Südafrika ab 1948 die Rassentrennung zu einer umfassenden Staatsdoktrin perfektioniert. Das Fundament war der Population Registration Act von 1950. Jeder einzelne Bürger Südafrikas wurde einer Rasse zugeordnet, und dies oft mit völlig abstrusen Methoden, wie den Bleistifttests. Dabei wurde jemandem ein Bleistift ins Haar gesteckt und darauf gewartet, ob er wieder herausfiel. Blieb er stecken, wurde man als schwarz eingestuft, egal wie seine tatsächliche Hautfarbe war. Fiel er herunter, hatte man Glück und war fortan weiß. Diese Klassifizierung entschied über alles, wo du leben durftest, was der Group Areas Act regelte, der Millionen Menschen zwangsumsiedelte,
wen du lieben durftest. Mit dem Prohibition of Mixed Marriages Act wurden Ehen zwischen Schwarzen und Weißen verboten. Hier haben sich die Verantwortlichen in der Regierung wohl von den Nürnberger Rassegesetzen unserer rassistischen Diktatur inspirieren lassen. Es wurde sogar kontrolliert, wohin sich Schwarzafrikaner bewegen durften, denn ihr Pass wurde ähnlich gekennzeichnet wie die Kennkarte der Juden im Dritten Reich. Das Reference Book, ein zusätzliches Passdokument, war nötig, um eine Genehmigung für den Aufenthalt in der weißen Zone Südafrikas zu erhalten. Nur wer dort arbeitete, bekam eine Genehmigung, um die schwarzen Homelands zu verlassen. Während der Apartheid gab es über 17 Millionen Verhaftungen deswegen. Aber wie wurden die beiden Bevölkerungsteile, weiß und schwarz, eigentlich voneinander getrennt? Neben der sogenannten kleinen Apartheid gab es noch Gesetze der großen Apartheid. Sie verfolgte das Ziel, die schwarze Mehrheit im Land juristisch einfach verschwinden zu lassen und die weiße Minderheit zur Mehrheit im Land zu erklären. Dies konnte natürlich nur durch eine räumliche Trennung verwirklicht werden. Man schuf 10 angebliche Homelands, auf Deutsch Heimatländer. Auf 13% der Landesfläche wurden mehr als 3 Millionen Menschen zusammengepfercht. Über Nacht verloren sie nicht nur ihre Wohnung oder ihr Haus, sondern auch ihr gesamtes soziales Umfeld, denn die weiße Nachbarschaft wurde nicht zwangsumgesiedelt. Natürlich waren diese neuen Homelands weit verstreut und boten so auch nicht die Möglichkeit, sich in neuen Gemeinschaften zusammenzuschließen. Eine landwirtschaftliche Nutzung war ebenfalls erschwert durch die zerstückelten Gebiete, die natürlich in weniger fruchtbaren Gegenden lagen. 1970 kam dann der entscheidende letzte Schritt. Allen Schwarzafrikanern in Südafrika wurde ihre Staatsbürgerschaft entzogen. Doch anders als die Juden im Deutschen Reich und den besetzten Gebieten wurden sie dadurch nicht staatenlos. Nein, sie wurden zu Bürgern der Homelands gemacht. Über Nacht wurden sie zu Ausländern im eigenen Land und damit zu Bürgern zweiter Klasse. Ähnlich dem Konstrukt der Nazis aus Juden und anderen unerwünschten Staatsbürgern Staatsangehörige zu machen, die weniger Rechte besaßen. In Südafrika sollte damit die Herrschaft der weißen Minderheit und der regierenden Partei für immer gesichert werden. Ein perfider Plan, der zum Glück nicht aufging. Kapitel 3: Ein Staat, zwei Völker, Israel und Palästina. Unser letztes Beispiel ist besonders komplex, denn es ist kein historisches Beispiel und Teil eines der am längsten und vielleicht blutigsten Konflikte der Gegenwart, der Palästina-Konflikt. Anders als die vorherigen Beispiele basiert die Trennung dieser beiden Bevölkerungsgruppen nicht auf einem rassistischen Konzept der Rasse, sondern auf Staatsbürgerschaft und der militärischen Kontrolle über bestimmte strittige Gebiete, Besatzungszonen. Denn seit 1948, dem Jahr, in dem der Staat Israel gegründet wurde, ist Israel Besatzungsmacht in Palästina, hat sozusagen die Rolle der Kolonialmacht Großbritannien übernommen. Ich könnte sicher stundenlang über die Nakba, die Vertreibung der Palästinenser durch die Israelis und die Auswirkungen der Shoah, die erst zu dieser Staatengründung und ihrer Akzeptanz durch die Vereinten Nationen geführt hat, diskutieren. Aber das würde auch nichts an den Fakten ändern. Fakt ist, ein Staat Israel existiert, während die Palästinenser es nach über 70 Jahren immer noch nicht geschafft haben, einen funktionierenden Staat mit einer demokratisch legitimierten Regierung zu verwirklichen. Und eine Zwei-Staaten-Lösung ferner denn je wirkt. Das soll hier auch keine Wertung sein, denn sicher hat die Besatzungsmacht Israel einen großen Teil dazu beigetragen, diese Staatenbildung zu verhindern. Angefangen beim illegalen Siedlungsbau, der die verbliebenen Gebiete der Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland immer weiter zersplitterte, bis hin zur indirekten Schwächung der Fatah und Stärkung der Terrormiliz Hamas durch die Regierung Netanyahu. Wusstet ihr zum Beispiel, dass 2006 die letzten Wahlen in den Palästinensergebieten stattgefunden haben? Wie soll sich in dieser schwierigen politischen und geografischen Lage eine stabile Regierung, geschweige denn ein stabiles Staatengebilde auf Dauer durchsetzen? Aber ich schweife ab. Kommen wir zurück zum Anfang. Auf Grundlage der Vertreibung hunderttausender Palästinenser wurde ein Rechtssystem geschaffen, das den Palästinensern nicht nur ihr Land und ihr gesamtes Hab und Gut, was sie zurückgelassen hatten, genommen wurde. Nein, es wurde auch ein duales Rechtssystem geschaffen, das sie zu Bürgern zweiter Klasse im Staat Israel machte.
Denn de facto, solange es keinen palästinensischen Staat gibt, sind auch die Palästinenser, also israelische Araber, Bürger des Staates Israel. Und für mich bedeutet das, Israel ist für ihren Schutz und die Wahrung ihrer Rechte verantwortlich. Übrigens, das Absentees- und Present Absentees Law hat für mich frappierende Ähnlichkeit mit jenen Gesetzen, die die Nazis nutzten, um jüdische Familien vor ihrer Emigration zur Kasse zu bitten. Denn all jene Palästinenser, die nach dem Sechstagekrieg 1967 aus dem Westjordanland geflohen waren, wurden zu Absentees, Abwesenden erklärt und ihr Besitz ging an den israelischen Staat. Zunächst sollten Land, Firmen und anderer Besitz, den die Palästinenser zurückließen, nur temporär verwaltet werden. Aber die Israelis nutzten das Land, um es an jüdische Siedler und Siedlerinnen aus Europa zu vergeben. Denn das Absentee Law wurde zusammen mit einem anderen Gesetz verabschiedet, dem Law of Return, Gesetz über die Rückkehr. Es versprach allen Jüdinnen und Juden der Welt eine sichere Zuflucht in Israel, die von vielen Zionisten als Rückkehr in ihre angestammte Heimat aus der Bibel verstanden wird. Doch dies ist nur die Spitze des Eisbergs, denn mit vielen kleinen weiteren Gesetzen wurde ein duales Rechtssystem etabliert, das Palästinenser mit Ausnahme derjenigen, die in Ostjerusalem leben, zu schlechter gestellten Bürgern zweiter Klasse unter Militärgesetz macht. Während die Israelis, darunter auch die jüdischen Siedler und israelische Araber, unabhängig von dem Gebiet, in dem sie leben, unter Zivilrecht stehen und alle Rechte eines israelischen Staatsbürgers genießen, stehen Palästinenser unter israelischem Militärrecht. Was heißt das konkret? Sie genießen weniger Rechte als die Staatsbürger Israels, denn anstelle eines normalen Zivilgerichts bestimmen Militärgerichte und Militärverordnungen das Schicksal der Palästinenser. Das geht so weit, dass für die Palästinenser das Instrument der Administrativhaft angewandt wird. Doch was ist Administrativ- oder Verwaltungshaft? Im Gegensatz zur Haftstrafe nach einem Gerichtsprozess oder der Untersuchungshaft wird die Haft vor einer strafbaren Handlung angeordnet und soll diese verhindern. Sie wird auch nicht von einem Richter, sondern von einer Behörde angeordnet. In der Schweiz dient sie vor allem dazu, um die Ausweisung von Personen ohne Aufenthaltsbewilligung zu sichern und ein Untertauchen zu verhindern. In Israel dient sie offiziell der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Bekämpfung des Terrors der Hamas. Problem bei der Praxis in Israel: Hier werden fundamentale Menschenrechte und internationales Recht verletzt, denn die richterliche Überprüfung, die erfolgen muss, um zumindest eine Rechtmäßigkeit vorzutäuschen, ist eine Farce. Beweise und Zeugen werden weder dem Inhaftierten noch seinem Rechtsbeistand zur Verfügung gestellt, da sie als geheim klassifiziert sind. Kampf gegen den Terror eben. Wie soll da eine erfolgreiche Verteidigung vorbereitet werden? Auch muss die Haftdauer nach internationalem Recht zeitlich begrenzt sein. Auch dies wird durch ständige Verlängerungen in gewissen Abständen umgangen. Ein Schelm, wer hier Vergleiche zur Gestapo-Haft oder Haft in einem Konzentrationslager der Nazis zieht. Denn auch diese Haft war zunächst zeitlich begrenzt. Hier sogar nur auf 3 Monate statt 6 wie in Israel, konnte aber jederzeit durch die Gestapo verlängert werden. Sicher, die Haftbedingungen in israelischen Gefängnissen sind keineswegs so schlimm wie in einem Konzentrationslager oder den Folterkellern der Gestapo, aber es werden immer mehr Berichte gesammelt, die von einer massiven Zunahme der Folter in israelischen Gefängnissen nach den Attentaten vom 7. Oktober 2023. Wer mehr dazu erfahren will, dem kann ich nur die Podcast-Folge von Deutschlandfunk empfehlen. Dagegen sind die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit fast nur noch eine nervende Belästigung. Denn während die Mauer, die Israel von den restlichen Palästinensergebieten trennt, die Sicherheit der Jüdinnen und Juden sichern soll, stellen die vielen Checkpoints, Straßensperren und Sackgassen durch Erdwälle ein riesiges Hindernis für die Palästinenser dar, sei es auf dem Weg zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit, was natürlich ihren Zugang zur Bildung und das wirtschaftliche Leben erschwert. Denn viele Palästinenser arbeiten in Israel und hängen Tag für Tag von der Willkür der israelischen Soldaten ab, die sie bei schlechter Laune einfach willkürlich nicht durchlassen oder für Stunden darauf warten lassen können. Schlimmer noch, wenn der Weg zum Arzt oder ins Krankenhaus durch solche Hindernisse versperrt ist und wertvolle Zeit verloren geht. Auch das verhindert natürlich das Zusammenwachsen der palästinensischen Gebiete zu einem funktionierenden Staatsgebilde. Und wie ihr seht, habe ich wenige Bilder oder gar Videoaufnahmen gefunden, um dieses Video zu bebildern.
weil die Israelis durch ihre wiederholten Verbote von ausländischen Journalisten im Gazastreifen und im Westjordanland verhindern, dass hier, außer der Arbeit der arabischen Journalistinnen und Journalisten, eine Berichterstattung stattfindet. Mit ein Grund, weshalb wir bei der Kriegsberichterstattung über den Krieg im Nahen Osten meist Aussagen der israelischen Militärbehörde und ihrer Pressesprecher serviert bekommen. Kapitel 4. Mein Fazit. Fassen wir zusammen. 3 Systeme, 3 Kontinente, 3 unterschiedliche Kontexte, und doch erkennen wir ein Muster. Das Vorgehen gegen Minderheiten im eigenen Land und der Versuch, eine Bevölkerungsgruppe systematisch klein zu halten und zu entrechten. Lediglich das Ausmaß der Entrechtung ist unterschiedlich, sowie dessen Rechtfertigung. Ideologie. Hier liegt der größte Unterschied. Explizite Rassenideologie in den USA und Südafrika, während in Israel nationale Sicherheit, der Kampf gegen den Terrorismus und historische Ansprüche aus der Bibel als Begründung dienen. Staatsbürgerschaft. In den USA wurde sie ausgehöhlt und wichtige Rechte wie das Wahlrecht eingeschränkt. In Südafrika wurde sie komplett entzogen, mit den dazugehörigen Rechten. Im Westjordanland und in Gaza wurde sie den meisten Palästinensern nie gewährt. Kontrolle über das Land, in allen 3 Fällen absolut zentral, ob durch Schuldknechtschaft wie in den Südstaaten oder durch Einschränkung der Bewegungsfreiheit wie in Südafrika und Israel. Das Jim Crow-System endete durch eine mutige Bürgerrechtsbewegung und es dauerte fast 100 Jahre, um die Sklaverei und deren Folgen für Afroamerikaner komplett zu beseitigen. Viele wirtschaftliche und soziale Nachteile bestehen weiterhin. Die Apartheid brach unter dem Druck internen Widerstands und internationaler Sanktionen nach fast 50 Jahren zusammen. Und Palästina? Der Nahostkonflikt bleibt ungelöst. Und Netanyahu und seine rechtsextreme Regierung scheinen mehr denn je entschlossen, eine Zwei-Staaten-Lösung nun endgültig unmöglich zu machen. Ich wollte euch mit diesen 3 Beispielen, die mal nicht aus der NS-Zeit stammen, vor Augen führen, wie universal die Mechanismen des Rassismus und der Rassentrennung sind. Sie können, wie man am einzigen nicht-historischen Beispiel in Israel sieht, jederzeit wieder aktiviert werden. Sprache, Begründungen und rechtliche Grundlagen mögen variieren, aber die Muster der Ungleichheit und das rassistische, diskriminierende Motiv bleibt immer gleich. Nach dieser Recherche bin ich ehrlicherweise auch ein wenig erschrocken, wie stark sich israelische Verordnungen und Gesetze mit ähnlichen Vorschriften aus der NS-Zeit vergleichen lassen. Sicher, die Situation war ähnlich. In Osteuropa waren die Nazis ebenfalls Besatzungsmacht, genauso wie Israel in Palästina. Aber sollten die Nachfahren der Shoah-Überlebenden wirklich so wenig aus den Erfahrungen ihrer verfolgten und misshandelten Verwandten gelernt haben? Oder haben sie die falschen Schlüsse daraus gezogen? Was sind eure Gedanken dazu? Welche Parallelen oder Unterschiede seht ihr? Teilt eure Ansichten gerne in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr über diese oder ähnliche Themen erfahren wollt, unterstützt meinen Kanal mit einem Abo oder das Video mit einem Like. Danke fürs Zuschauen. Bleibt kritisch und neugierig.